Nachdem wir in unserer Stadt nun Tempel errichtet haben und unsere Bürger nun Zugang zu religiösen Einrichtungen haben, haben sich unsere Gebäude weiterentwickelt. Wir sehen hier die große Hütte. Zur weiteren Entwicklung dieses Gebäudes benötigen unsere Bewohner sauberes Wasser aus einem Brunnen. Momentan haben wir ja nur einen Ziehbrunnen und der reicht jetzt für die weitere Entwicklung nicht mehr aus. Brunnen benötigen zum Funktionieren Reservoirs. Die finden wir wie gesagt hier. Wir müssen ein Reservoir erstmal in der Nähe einer Wasserstelle, einem See oder einem Fluss errichten. So, hier. Dann sehen wir nach einer Zeit, dass es halt sich mit Wasser füllt. Bauen wir das Reservoir nicht in der Nähe einer Wasserstelle, wie zum Beispiel hier, gibt es direkt eine Meldung, dass es in der Nähe eines Gewässers errichtet werden muss. So, wir haben jetzt hier unser Reservoir und wenn ich jetzt auf die Spezialkarte gehe, auch mal auf Wasser, sehe ich, dass ein Reservoir mit einem unterirdischen Rohrsystem verbunden ist und somit das Wasser entsprechend verteilt. Ich sehe aber, dass das Reservoir noch nicht nah genug an die Stadt errichtet worden ist. Von daher muss ich ein zweites bauen und es mit einem Aquädukt entsprechend verbinden. Das Reservoir sollte nicht zu nah an die Stadt errichtet werden, weil es eine schlechte Auswirkung auf die Attraktivität hat. Ich errichte es jetzt mal hier und verbinde es mit einem Aquädukt. Auch hier linke Maustaste gedrückt halten und wir sehen, das Aquädukt versorgt das andere Reservoir und wir haben hier unser Rohrsystem. Jetzt sieht man, dass nur bis zur Hälfte das Rohrsystem in die Stadt hineinragt. Das macht aber nichts. Ich gehe mal hier wieder raus, weil ich den Brunnen genau hier in die Mitte setze und da passt es halt noch von dem Rohrsystem. Und sobald der Brunnen funktioniert, entwickeln sich hier unsere Gebäude weiter, nämlich zu einem kleinen Haus. Und dieses benötigt jetzt zur weiteren Entwicklung Unterhaltung. Wir können jetzt hier die Ziehbrunnen abreißen, weil die werden nicht mehr benötigt und können die fehlenden Stellen noch mit Gärten auffüllen, dann entwickeln sich auch diese Gebäude entsprechend weiter. Und hier können wir nochmal sehen, warum das meine favorisierte Bauform ist mit dem 11×11 bzw. mit dem 9×9 Bauraster. Wenn ich jetzt in die Spezialkarte gehe und Wasser, sehe ich, dass ein Brunnen einen Wirkungskreis von 9×9 Feldern hat. Also ich kann dieses Wohngebiet mit nur einem Brunnen entsprechend versorgen. Jetzt, wo die Stadt mit frischem Wasser aus einem Brunnen versorgt wird, schauen wir mal, was zur weiteren Entwicklung unserer Stadt nötig ist. Dafür klicke ich mal wieder auf unsere Häuser. Oh, wir haben eine Meldung bekommen. Oh, die Leute sind unruhig. Was heißt das? Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Und wir haben auch hier einen Demonstrant mit Fackel, wie wir hier sehen. Und das ist immer ein Zeichen, dass in der Stadt irgendwas nicht stimmt. Und dafür gehe ich jetzt mal hier auf unseren Berater, und zwar auf den obersten Berater, der uns ganz schnell alle wichtigen Punkte unserer Stadt aufzeigt. Und wir sehen, alles was rot unterlegt ist, sind Probleme, die dringend gelöst werden müssen. Also wir haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Das ist natürlich nicht gut. Und wir können auch sehen, dass unser Vermögen gesunken ist und dass jetzt eine große Nachfrage an Unterhaltung besteht. Darum werden wir uns aber später kümmern. Okay, hohe Arbeitslosigkeit. Wir gehen mal hier in den Arbeitsberater und sehen, wir haben 39 Arbeitslose und wir sehen noch zusätzlich, dass wir weniger Löhne zahlen als Rom. Das ist natürlich auch nicht gut, das drückt die Stimmung, da werden wir erstmal hier ein bisschen mehr zahlen, damit die Leute wieder zufrieden sind. Okay, ich drücke mal auf Pause. Wir müssen uns jetzt erstmal, bevor wir uns um die weitere Entwicklung unserer Stadt kümmern, den Problemen widmen und wir müssen also jetzt diese Arbeitslosigkeit relativ schnell beseitigen. Das heißt, ich muss Arbeitsplätze schaffen. Die einfachste und schnellste Methode, die Arbeitslosenquote zu reduzieren, ist der Bau von weiteren Gebäuden, die Arbeitskräfte benötigen. Wir könnten weitere Tempel bauen, Farmen, Silos, Präfekturen oder Ingenieursposten. Aber alle diese Gebäude haben wir schon errichtet und wir benötigen sie eigentlich in diesem Stadium der Stadt nicht nochmal. Wir sollten also ein Gebäude errichten, was wir für unsere Stadtentwicklung und was
relativ viel Arbeitskräfte benötigt. Und das wäre in dem Fall hier unter den Administration- und Verwaltungsgebäude der Senat. Damit komme ich zu meinem Thema, nämlich die Finanzierung und die Regierung unserer Stadt. Wir haben die Möglichkeit, über 2 Arten Geld zu generieren. Einmal über den Handel, den Exporten und einmal über die Steuern. Für das Eintreiben der Steuern benötige ich den Senat. Neben dem Senat gibt es aber auch noch das Forum, was als Zweigstelle des Senates dient und ebenfalls Steuereintreiber losschickt. Wir errichten jetzt mal hier den Senat. Wie wir sehen, kostet er auch relativ viel. Er ist auch ein relativ großes Gebäude, 5x5 und kann wie gesagt nur einmal gebaut werden, weil es das Rathaus und der Regierungssitz unserer Stadt ist. Es sei denn, er wird zerstört, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, ihn nochmal zu errichten. Einen kleinen Tipp bei dem Bau von großflächigen Gebäuden. Ich baue die immer direkt hier am Rand, dass nur ein Feld an der Straße liegt. So haben wir vollen Zugang und auch die volle Wirkung des Gebäudes, haben aber noch die Möglichkeit, weitere Gebäude an der Straße entlang zu errichten. Wenn wir mit dem Cursor auf den Senat gehen, können wir die Arbeitslosenquote weiter sehen und die 4 Wertungen. Diese 4 Wertungen spiegeln sich auch nochmal hier in diesen 4 Fahnen. Rot ist die Kulturwertung, blau die Wohlstandswertung, gelb ist die Friedens- und schwarz die Gunstwertung. Und je höher diese Fahne ist, desto höher ist auch der Wert. Da wir aber hier in einem Endlosspiel sind, haben die Wertungen jetzt erstmal keine große Bedeutung. Neben den Fahnen sehen wir auch hier Menschen auf den Stufen des Senates sitzen. Das zeigt uns an, dass wir Arbeitslose in unserer Stadt haben. Eine Person symbolisiert 5% Arbeitslosigkeit. Der Senat wie auch das Forum haben eine hohe Wirkung auf die Attraktivität der Stadt. Senat und Forum entsenden Steuereintreiber, die bei der Bevölkerung entsprechend die Steuer eintreiben. Das können wir auch in unserer Spezialkarte sehen, wenn wir hier Handel und dann Steuer gehen. Da sehen wir unseren Steuereintreiber und wir sehen, wie viel Denari schon bei diesem Haus eingenommen worden ist. Kommen wir zu unseren Finanzen. Dafür gehen wir zu unserem Finanzberater. Das ist hier der Berater mit dieser Münze. Und wir können hier dieses Fenster sehen, wie viel wir in unserer Stadtkasse haben, und wir können hier den Steuersatz entsprechend einstellen. Ich stelle diesen immer zu Beginn des Spiels auf 0, weil dadurch die Migration angekurbelt wird. Im späteren Verlauf, wenn die Gebäude sich weiterentwickeln, kann man den Satz auf ca. 12% hochschrauben. Und wir sehen, dass jetzt hier 50% der Bevölkerung steuertechnisch erfasst worden ist. Hier sehen wir unsere Bilanz, das Einkommen und die Ausgaben, und wir sehen halt, dass wir im letzten Jahr eigentlich nur Ausgaben hatten, und jetzt sehen wir schon Steuereinnahmen von 40 Dinar. Trotzdem sind wir immer noch im Minus, weil einfach Löhne und die Baukosten wesentlich höher sind. Bei den Ausgaben gibt es halt die üblichen Ausgaben wie Importe, Löhne und Bau. Wir haben aber auch hier den Zinssatz von 10%. Das ist, wenn uns der Imperator neben dem Startgeld noch ein Zusatzdarlehen gewährt, dann müssen wir natürlich Zinsen zahlen. Und wir müssen auch ein Tribut zahlen, und wir haben das persönliche Gehalt. Das liegt hier bei uns noch bei 0. Das persönliche Gehalt, was wir vom Imperator gezahlt bekommen, können wir beim Imperiumsberater entsprechend einstellen. Hier unten sehen wir, was für einen Rang wir haben. Wir sind im Moment Bürger und haben 0 Dinar. Wir können hier unser Gehalt einstellen. Wir sehen hier die verschiedenen Stufen, die wir haben können und wie viel Geld wir dann bekommen. Hier steht auch, dass wir uns das Gehalt selber festlegen können. In den Kampagnen können wir das übrigens nicht. Da ist unser Titel festgelegt und somit auch unser Gehalt. Wenn wir unseren Titel höher einstellen, als er uns eigentlich zusteht, wird das den Imperator ziemlich ärgern und unsere Gunst sinkt. Wir stellen jetzt mal hier ein Architektenhonorar ein. Das heißt, wir bekommen jetzt jeden Monat 8 Dinar.
Mit unserem Geld, was wir bekommen, können wir entweder Geschenke an den Imperator schicken, da komme ich später nochmal drauf zu, oder eine Spende an die Stadt geben, wenn wir zum Beispiel in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Da können wir draufklicken und dann können wir einstellen, wie viel wir an Geld spenden. So, ich baue jetzt hier noch ein zusätzliches Forum hin. Nun wollen wir uns aber wirklich um die Unterhaltung in unserer Stadt kümmern. Denn unsere Bürger warten schon sehnlichst darauf. Wir klicken mal welche an. Das muss die langweiligste Stadt des Imperiums sein. Diese Stadt ist langweilig. Sogar ein Priester schätzt schließlich von Zeit zu Zeit einen guten Gladiatorenkampf. Ja, wie man sieht, ist hier Handlungsbedarf und wir finden unsere Unterhaltungseinrichtungen hier. Der Button mit den 2 Masken. Und das können wir dann errichten. Ein Theater, Amphitheater, Kolosseum und ein Hippodrom. Das Hippodrom können wir allerdings wie den Senat nur einmal bauen. Ebenfalls werden diese Einrichtungen in der Reihenfolge von den Bürgern in der weiteren Entwicklung verlangt. Wir fangen also mit dem Theater an. Das Besondere bei den Unterhaltungseinrichtungen bei Caesar 3 ist, dass wir zu den Spielstätten jeweils immer ein Spezialgebäude errichten müssen, welches die nötigen Spezialisten ausbilden, damit Aufführungen in den Spielstätten stattfinden können. So braucht das Theater eine Künstlerkolonie, das Amphitheater benötigt eine Gladiatorenschule, das Kolosseum das Löwenhaus und das Hippodrom den Wagenbauer. Ich errichte jetzt mal das Theater. Und hier sagt mir schon das Spiel, dass wir eine Künstlerkolonie errichten müssen, Schauspieler hierher zu schicken. Und wir warten jetzt mal, bis das Theater entsprechend mit Mitarbeitern versorgt ist. So, das Theater hat seine Mitarbeiter, allerdings sagt es uns auch, dass hier keine Aufführungen stattfinden, da es Schauspieler benötigt. Also wie gesagt, die Spielstätte ist zwar mit Mitarbeitern funktionsfähig, es fehlen aber die entsprechenden Darsteller. Also errichten wir eine Künstlerkolonie. Und dabei gibt es dann halt einen Trick, baut die Spezialgebäude immer weit weg von den Spielstätten. Die Spezialisten müssen ja zur Spielstätte gehen und je weiter der Weg ist, desto größer ist die Möglichkeit, dass diese Spezialisten, in dem Fall jetzt die Schauspieler, an den Wohngebäuden entlang gehen und somit den Zugang zum Theater ermöglicht. Zudem haben diese Spezialgebäude eine negative Auswirkung auf die Attraktivität. Deswegen errichte ich die weiteren Spezialgebäude für die anderen Veranstaltungsorte jeweils immer im Bereich von Gewerbe und Farmen. So, die ersten Schauspieler gehen an den Gebäuden vorbei und sie entwickeln sich jetzt weiter hier und zwar zum großen Haus. Können wir uns auch über die Spezialkarte anschauen. Unterhaltung haben wir einmal gesamt. Da kann man sehen, dass es nur einen begrenzten Zugang hat. Und hier sehen wir die Schauspieler, wie sie entsprechend von dem Spezialgebäude zur Spielstätte gehen. Momentan gehen sie nur einen Weg, das sehen wir hier, aber ich denke mir mal, die werden nachher auch noch diesen Weg hier gehen. Und man kann halt bei Unterhaltung auch nochmal Spezialkarten aufrufen, wie zum Beispiel das Theater. Und da sehen wir, dieses Gebäude hat halt Zugang zum Theater. So, damit haben wir schon die nächste Entwicklungsstufe erreicht, nämlich das große Haus. Und wir sehen, dass das große Haus jetzt ein weiteres Dienstleistungsgebäude benötigt, nämlich eine Bildungseinrichtung. Und hier haben wir die Möglichkeit, entweder eine Schule oder eine Bibliothek zu errichten. Bildungseinrichtungen haben wir hier mit dem Symbol der Schriftrolle. Da können wir dran klicken und wir sehen, wir haben 3 Möglichkeiten: Schule, Akademie und Bibliothek. Die Akademie braucht nicht für Plebejer errichtet werden. Plebejer benötigen Schulen und Bibliotheken. Ich errichte jetzt mal eine Schule und dann warten wir auch, bis die Schule in Betrieb ist. Und dann sehen wir hier die Kinder rauslaufen und wir sehen, unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Nun haben wir die ersten richtig aus Stein errichteten Gebäude, nämlich die kleine Casa. Auch hier Spezialkarte Bildung, können wir wieder gesamt uns anschauen. Und da sehen wir auch, wie die Kinder dann
so lustigerweise über diese Straße hopsen und wir können uns das auch nochmal nur für die Schule angucken. Und alle Gebäude haben Zugang. Gut, und man sieht, neue Migranten ziehen in unsere Stadt. Das ist sehr gut und das entwickelt sich hier nicht weiter. Da müssen wir die Attraktivität steigern. Das machen wir, das kennen wir schon. Wir machen hier einfach ein bisschen mehr Gärten, noch ein bisschen Verschönerung. Der Brunnen hat sich auch schon wieder neu entwickelt aufgrund der gesteigerten Attraktivität. Und was brauchen jetzt unsere Bürger noch? Sie brauchen Zugang zu einem lokalen Badehaus. Wir haben ja bei den medizinischen Einrichtungen, hier Gesundheitseinrichtungen mit dem Kreuz, haben wir ja schon einen Arzt gebaut und dort finden wir auch das Badehaus. Das Badehaus hat die Besonderheit, dass es im Bereich der Reservoirs bzw. der Rohrleitungen liegen muss. So, wir wissen, hier ist ja unser Reservoir. Das heißt, wir könnten das Badehaus hier hinbauen und das tun wir jetzt einfach mal. Und wir sehen, wenn sich das Badehaus mit Wasser füllt, dass es in Betrieb ist und dass es auch Zugang zu den Rohrleitungen hat. Da sehen wir es. So, und dann schauen wir mal bei Gesundheit. Klinik war ja der Arzt und jetzt gucken wir bei den Badehäusern, ob da schon jemand jetzt aktiv ist. Jawohl, da ist er. Das ist der Bademeister. Und alle Gebäude haben jetzt Zugang zum Badehaus. Und wenn wir jetzt auf unsere Wohngebäude klicken, schauen wir mal, ob sie so zufrieden sind und was sie denn noch so benötigen. Ja, sie benötigen jetzt Geschirr, also das erste Produkt, was wir selber herstellen müssen. Und das werden wir in einer neuen Folge dann genau anschauen. Ich sage Tschüss, euer Dominus.